Da bin ich wieder und wir wollten zum Versicherungsbüro, um da für Unheil zu sorgen. Auf Monarch ist das sogar. Fallbrook. Bevor... Ja. Monarch. Bevor wir dann Hauptquest wieder, so war das. Du warst, glaube ich, die ich mitnehmen müsste. Deswegen lasse ich Nyoka hier und nehme den Wicker auch noch mitkommen. Kann der auch mal Monarch sehen. Wobei ich glaube, der war schon da. Vielleicht hätte ich Felix mitnehmen sollen. Naja, jetzt sind wir hier an Bord. Ich kann... warum komme ich die ganze Zeit nach links? Achso, ja. Irgendwie traue ich mir selber nicht, dass ich wirklich aufnehme, weil ich das schon mal vergessen habe. Oh, guck mal, Texturen laden. Ja, jetzt sind sie da. So, wir müssen 120 Meter darüber. Ich gehe mal lieber die Treppe, sonst breche ich mir noch ein Bein. Und ich habe einen neuen Verkaufsautomaten entdeckt. Wie schön, dass hier keiner spricht. I think I'll go for a swim. Okay, es ist doch noch Ton da. Gut. Hier die ganzen You'd think folks were pissing in the alleyways as bad as it stinks. kleinen Viecher. Ich habe schon vergessen, wie sie heißt. Gags. Ja. Und sie hat doch einen Sinn, außer mich zu nerven. Hi. I see you're still in one piece. However, Yeah. you never know when that could change. Consider Stimmt. our accidentally torn into tiny fragments coverage. Note that all of your fragments must be recovered and must be smaller than a standard bit cartridge for the payouts to kick in. Immer diese Bedingung. Echt, das ist. Ich möchte den Leistungsempfänger der Lebensversicherung von Marie ändern. I remember that one. That's the young socialite who broke her neck, right? Of course, no one remembers me for the marauders I've killed or the bits I've stolen. Typical. That claim was airtight. Our best investigators couldn't find an exclusion for that one. Okay, bleiben wir am Thema. Ich will den Leistungsempfänger ändern. Ach, was kannst du mir denn sonst noch erzählen? Are you serious? Ja. Well, we interviewed the parents extensively. They had plenty of awkward childhood stories that illustrated their daughter's clumsiness and capriciousness. Hey, those are entirely made up. Furthermore, the claim spurred a whole line of fashion-related policies. It's become a very lucrative market. Mode? Wie kann ich die Forderung berichtigen? You can't, of course. Only Miss Fenhel can assign her beneficiaries. And she's dead. If we let every friend, relative, and acquaintance change a policy like that, people would do it all the time. Imagine the paperwork. Wie kann ich sie denn ändern? Oh, you mean hypothetically? Ja. Well, hypothetically, you'd access the terminal in the back room that contains data on all our policies. And you'd, theoretically, add the beneficiary of your choice. But you wouldn't actually do that, of course. That would be fraud. Hast du mir jetzt tatsächlich gesagt, ich soll da hinten den Rechner hacken, um das zu schaffen? Und du sagst mal noch, welcher Rechner? Ach so. Du machst es oder du kannst mir deine eigene Forderung stellen? Sag ich, Mary Fan ist nicht tot? Ich tue es einfach, komm. Die ist nicht tot. Of course she is. The paperwork says so. I like to think she's dead in spirit, but technically, legally, and regretfully, I'm still Marilyn Fenhill. That's impossible. By all accounts, she was an elegant and classy woman with impossibly fine bone structure. That couldn't possibly be you. That's gotta be the nicest thing anyone's said to me in a long while. Ich mach einschüchtern, komm. Du machst es. Oder du bist bald selbst ein Versicherungsunfall. Please. My policy only covers paper cuts and wrist strain. Very well. I'll do it. But then you've got to go. Confrontations like this will raise my premiums. I'll need the name of the new beneficiary. Ellie Fenhill? If you say so.
The payouts will flow exclusively into the new account at the start of the month. I hope Ms. Fenhill enjoys her newfound prosperity. Danke. Das war erstmal alles. Entschuldige, dass ich dich einschüchtern musste. Und dafür kriegen wir natürlich ein Level ab. Guck nicht so. Alles legal. Hi, Ellie. You really did it. Give these payouts a few years and I'll be rolling in it. Ja, herzlichen Glückwunsch. Wie fühlt sich an? I've never been prouder to stand back and watch someone else work. I'm just glad my folks aren't gonna live off that awful story they made up. Maybe now they'll have to go back to real jobs. Das wäre doch mal was. Was wirst du jetzt mit all diesen Bits tun? Come on, I thought we were celebrating. You want me to think about the future? Ja, ich dachte, du haust die Bits bei Twitch raus oder so. Ich schätze nicht, besser die Dinger ergeben sich nach und nach. If only you could have been my chief surgeon back in the day. Anyway, enough of that. You did a job for me, so here's your fee. Danke. Weiß ich zu schätzen, aber ich habe das nicht des Geldes wegen getan. Could have fooled me with all your tough talk. What's gotten into you? Du bist meine Freundin, Ellie. Das ist, was Freunde füreinander tun. Wir sind Teil derselben Crew, das heißt, wir passen aufeinander auf. I always thought it meant we get used to the smell of each other's dirty socks. But you really do see a rosier version of things, huh? Ja. Ich bin ein Macher, kein Schwätzer. Wir lassen es einfach dabei. Freundschaften sind wichtig. Wofür sollten wir sonst kämpfen, wenn wir nicht für die Leute, die uns am Herzen liegen? You don't have to get all mushy about it. Still, maybe you've got a point. Maybe it's good to watch someone's back now and then so that one day they watch yours. Ja. So, you just keep the money. One of us has to look out for your interests. Okay. Danke. Don't mention it. Really. This feels weird enough as it is. Lass uns über was anderes reden. Something on your mind? Nicht viel. Gehen wir erstmal zurück. Gut. Fertigkeiten. Alles über 50, Tarnung nicht. Jetzt über 5. Dialog habe ich alles über 50. Verteidigung müsste ich nochmal rausschrauben. Und natürlich einen Langwaffen. Eins in Einschüchtern, weil mir das 2 in Einschüchtern, weil mir das gerade so gut geholfen hat. Und eine Inspiration. Gut, das heißt, mein Tagebuch heißt jetzt nur noch die Stadt und die Sterne. Ich sprich mit den Wachen des Ministers. Ich rate mal, das heißt, ich muss auf mein Schiff. Gut, Ellie hat jetzt Geld. Ich habe eine Sorge weniger. Aber ich habe... Good, you're back. Not that I missed you. I assure you, I am not capable of such emotional capacity. Ja, du stehst auf mich, ich weiß. Wir haben jetzt ein Bild von Ellie hier irgendwo stehen. Schere für Mullbinden, Skalpelle für Wunden und tragbare Laserstäbe für einen perfekten Ton. Jetzt besser belüftet als zuvor. Aber wo hängt das Bild? Und warum guckst du die ganze Zeit auf das Ding? Wie dem auch sei. Diebesgeschichte mit der anderen hatten wir ja auch schon abgehakt. Aber ich rede so gern mit ihr. Something busted, Captain? Pause noch vorbei.
Und zu Minister Clarks Untergebenen auf Terra 2 in Byzantium. We are now in orbit above Byzantium, Captain. Ja. Auf geht's mit Parvati und Ellie. Und dann bin ich mal gespannt, was mich jetzt auf diesem Planeten erwartet, wo wir dieses Natriumhydrochloroxid zum Bleichen der Haare herkriegen. Oder so Zeug in der Richtung. Okay, Wachen des Ministers sind da und Mr. Clarke ist da. Dann geht's erstmal zu den Wachen des Ministers. Und sie ist immer noch da. Carmen San Diego. So viel Müll, der hier rumliegt und nichts, das ich aufnehmen kann. Hier sind die in Rente gegangenen, die dann getötet wurden. Hier sind die Fahrstühle ohne Musik. Mit Musik. Schöne Musik. Und dann gehen wir zu den Wachen, die sich hinter mir befinden. Und mir in den Rücken schießen. Ich habe ja die... Why can't something exciting happen around here for once? Nothing wrong with stability. Ich versuch's mal. It means everything's running like Don't you ever want to have fun? Hier ist eine Alpha-Wand, ich komme da nicht vorbei. To bits overhead? What a thing to say. Everyone knows marauders can't fly. Willst du gern darüber gehen? Und ich glaube aber, das ist schon nicht mehr Level. Sieht so ein bisschen aus wie die Außenwelt bei Half-Life. Da, wo man nicht hin kann. Anti-Cleo's antibiotics. Take comfort in knowing that anything antibiotics cannot stop will probably kill you quickly. Our UDL security attendant is always prepared. Spacer's Choice dehydrated water tablets. Okay, viel Gedöns hier und hier ist die Wache. Am Saufen, wenn ich mich nicht richtig tue. Natürlich am Saufen. Bitte? Okay, gut. Hi. Hey! Hey! Stand back, you. I'm part of Minister Clark's personal detail, and that means you gotta keep 5 feet back at all times. Ich bin aber 5 Fuß weg. Du siehst das noch nicht, weil du getrunken hast. Solltest du denn auf der Arbeit trinken? Of course not. But I'm not on the job right now. The others took me out to celebrate on account of me just getting hired and all. Ah, okay. Was ist so wichtig daran, Mr. Clarke zu beschützen? He's basically the most important person in the colony, which makes me the most important guard in the colony. Yeah. That means I got a key to the minister's estate, my own personal UDL-issued shotgun. They don't give those out to just anyone. Okay, deine Fahne ist übrigens sehr exquisit. Glückwunsch. Yep, I've nearly made it to the top, my friend. I'm just 2 promotions away from on-the-job bathroom breaks. Ah. Kannst du mir irgendwas über Mr. Clarke erzählen? Oh, he's medium height with like medium colored hair and like a kind of a medium face. Just like in his posters. Wirklich vielsagend, ja? Oh, you definitely recognize him if you saw him. He's very important. Wie wäre es, wenn ich dich zum Anlass deiner Beförderung, wenn ich dir zum Anlass der Beförderung, nimm hier einen Drink. That's a great idea. I'll have a Spectrum vodka. Captain, I can smell him from clear over here. I reckon he's had a fair number already.
Sure have, because today's my big day. He's got powerful good ears, too. And a powerful thirst. You have a Spectrum vodka for a new pal? Mal gucken. Ich werde ihn nicht weiter stören. Wo ist denn jetzt der Barroboter? Da ist der Barroboter. Please allow me to improve your drinking experience with fine cocktails and pre-approved banter. Ja, gib mir einen Drink. Dingens Wodka, Glacier Water, Whisky, Tip Stout, Bananenklaps, und Spectrum Wodka. Vier habe ich gezählt. Hey, you look familiar. Have we met before? Ja, das ist so ziemlich 30 Sekunden her. Auf deine Beförderung. Here's to me. Hey, you're really great. Have I told you that? We should be friends. Ja. Wow, listen to me. I'm soaked. I should probably slow down before I'm face down on the tile somewhere. Möchtest du noch einen? Who am I kidding? I could have another. You got another? Auf ein neues. It's not every day you get your dream job, right? Ja. Wow, you've got like this crazy energy. Has anyone ever told you that? You're like a manosaur. You got a manosaur energy. Oh, Laws. I gotta stop. I'm seeing at least 2 of you. Ja. Ich finde schön, wie der Roboter die ganze Zeit wackelt. I really shouldn't. I'll have the worst hangover tomorrow if I don't stop. Nonsense. You've got another in you. Doctor's orders. Guess I can't argue with that. Ich mag sie. Ugh. Was that one supposed to taste like purple berry crunch? Or am I just tasting breakfast? I don't feel so good. I think I'm gonna be sick. Dann gehe ich mal wieder aus dem Weg, du. Ellie? Quatsch. Warte. Das war knapp. Er hätte fast da... Usch. Gut. Ach, was soll's. Dann habe ich ihm halt auch... Got it. Heads down. Ihr könnt ruhig stehen bleiben, das sieht nur geil aus. Hast nichts gesehen? Ich wollte mal kurz gucken, was die Shotgun so geil macht. Shotgun. 138. Ey, ich habe die Super Shotgun, damit kann ich Super Shotgunnen. Echt, ich gehe jetzt hier runter, um wieder hoch zu gehen. Wir haben uns gemerkt, wir können hier durch. Er ist auf dem Schulter gestorben. Nicht zu viel Wodka. You ever wonder if maybe we got some things in common? This isn't another thing about wrenches and guns, is it? Because you're a surgeon and I'm a mechanic. We both fix things, heal them up. Hate to break it to you, but before I got to Groundbreaker, I fixed more noses than bones. Nowadays, I probably shoot more than I save. Oh. Sekunde, war das Ding mit dem Paket und so? Sprich mit der Wache des Ministers, hol das Päckchen, treffe dich mit Phineas Kontakt und sprich mit Minister Clarke.
Ich weiß nicht mehr, worum es ging, aber er lässt mich jetzt vorbei. Was? Sekunde. Ich darf hier rein. Ja, da sieht man auch, wann ich gespielt habe. Und jetzt hoffe ich mal, dass ich nicht so weit weg lade. Ja, genau. Schrottflinte. Direkt hinten durch. You ever wonder if maybe we got some things in common? This isn't another thing about wrenches and guns, is it? Because you're a surgeon and I'm a mechanic. We both fix things, heal them up. Hate to break it to you, but before I got to Groundbreaker, I fixed more noses than bones. Nowadays, I probably shoot... There's nothing to see here. Move along. Chasing us off already? This feels familiar. Ma'am, please don't cause a scene. Ganz ruhig. I want you to know I'm holding back for your sake. Ja, Do you have any actual business here, or... Ja, Lieferung für den Minister. Yeah? Let's see it. Ja, dieses Päckchen hier. Looks like your papers are in order. All right. Go on through. Danke für deine Zeit. Und rein. Diesmal ohne, dass wir geschlagen werden. Da lasse ich mich echt schlagen dafür, dass ich hier rein darf. Vielleicht sollte ich eigentlich einfach nur direkt ans Ziel gehen. Hi. Nothing exciting ever happens around here. Rumor has it someone's pulling doubles until the retirement district is repaired. Ja. A UDL security attendant is always prepared. Andere Tür. Ich gehe hier einfach mal durch, ja? How did you get in here? Hallo, ich habe ein Paket für dich. You're not one of my guards. What are you doing here? Oh my law. Captain, that's the minister. Ja. Mr. Clarke. Oh wow. Gut, Parati, wir sind deswegen hier. This is one of the guys who runs the colony, huh? Small room for a big shot. If this is about another Aetherwave clip or radio spot, you may kindly fuck off, as the parlance goes. I'm not doing any more. Gut gesagt, ja. Wovon redest du? Slowly and loudly, Aloysius, that's the only way these morons understand anything. I said, you may tell Charles to go fuck himself. Werde ich gern ausrichten, wenn ich den Charles kennen würde. Rück dich, ich will dir nur ein paar Fragen stellen. Then you're not part of Rockwell's PR team. Nein. That means you're a dissident? A real live dissident? Nein. But what are you doing here? And how did you get in? Moment, hältst du mich für einen Dissidenten? My friend, the slightest demonstration of independent thought or action renders one a dissident in the board's rather expansive definition of the term. Which is why I'm dying to know what brought you here. Ein Paket. Ich suche nach dem Dimethylsulfoxid. Drugs, of course. What else? Naja. Why did I get my hopes up? Back to idiot speak. I don't have any drugs. You should try a vending machine or a purveyor of curative goods. I don't know if our chemicals are here, but this guy is definitely not. Will that be all, then? Jetzt. Ich habe hier Unterlagen, die belegen, dass du dimethylsulfoxid Mengen besitzt. Es sind keine Pharmaka, sondern Chemikalien. Und wenn du sie nicht bestellt hast, wer dann? Ich bin nicht den ganzen Weg hierher gekommen, um dumme Spiele zu spielen, Clarke. Dein Name steht auf den Belegen. Warum redest du ständig so komisch? Stars, they're getting denser by the day. I shall endeavor to speak more slowly. Is this better? Langsamer und lauter und in mein gutes Ohr. Was that a joke?
Sarcasm, even? Oh, this is such a relief. You've no idea how long it's been since I spoke with someone intelligent enough for irony. Toll, wie wär's, wenn du mir jetzt von diesen Chemikalien erzählst? This again? I really don't know about any chemicals. Process of elimination. The only other person with access? Of course. It's Rockwell again. Who else? And I thought he was only holding me here to keep me out of the way. Jetzt mal ganz langsam und sag mir, wovon du sprichst. Chairman Rockwell. He's kept me under house arrest for years. I've long suspected him of transacting business in my name. But this proves it. Yeah, sure. It's always someone else who ordered the hookers and energizing ointment. Please, this is important. Whatever it is that brought you here, Rockwell's the one behind it. Warum sollte sich all die Mühe machen? How should I know? I've been under house arrest for years. But there is a way to find out, and perhaps to set things right. Whatever Rockwell's doing, he'll be doing it from the HHC headquarters. Your best lead is to look for details in his office. This all feels off, Captain. Like when there's a storm coming, but everything's quiet and still. Believe me, things have been off around here for a very, very long time. A reckoning is most certainly due. We really gonna do this? Getting involved is a messy business, and it rarely pays. This is about more than bits. This is about the survival of the colony. If you don't help, who will? Why, this is starting to sound like an issue of Dissident Hunter. Yeah. Du klingst ein bisschen zu begeistert darüber. We're discussing industrial espionage, legal redress, the possible salvation of Halcyon. Is this not exhilarating? Super exhilarating. Also, this is the longest conversation I've had with someone else in quite some time. Ach, deswegen redest du so viel. Nun, da bin ich ja froh, jemanden auf meiner Seite zu wissen. I dearly hope I'm not imagining this. Now, we've got to get into the HHC. That's in the Acropolis district, along with the other major corporate and government facilities. But only board employees are allowed into the district. There's a heavily guarded checkpoint just down the street. There might be a route through the maintenance tunnels, but I'm afraid I don't know specifics. Most people avoid the area for obvious reasons. Ja, raten. Was tue ich, sobald ich das Akropolis-Viertel erreicht habe? Ich fürchte mich nicht vor ein paar Wachen. Das mit den Tunnel klingt gut. Ich bleib lieber unentdeckt. Well, you won't have much human company down there. Plenty of sprats and automechanicals, though. Yeah. When you reach the HHC building, this access card should get you up to the executive suites, where the chairman's office and what used to be my office are. Okay, was früher mal dein Büro war? Oh, I haven't been allowed up there in years. I shudder to think what Rockwell's done with the place. A gilded minibar, perhaps? A personal theater. The man has too much money and too little sense. Wahrscheinlich hat er alles nach Feng Shui ausgerichtet. Das wäre, glaube ich, das Schlimmste. Wie hast du es geschafft, deine Zugangskarte zu behalten? The board's lackeys are none too bright. I simply claimed I'd lost it and hid it somewhere no one would think to look. Nicht da, wo die Uhr von Pulp Fiction gelandet ist, oder? Möchte ich das genauer wissen? I merely hid it in a book. No one reads anything longer than a few pages around here. There are a few advantages to dealing with imbeciles. Okay, nun denn, danke für deine Hilfe. Wait! Rockwell has one of the only terminals capable of transmitting to the Earthbound message drone. This is our chance. Please, take this and transmit it from his office. Rockwell hasn't given me any messages from Earth for years. He's desperate to keep me out of contact with the Earth Directorate. Okay, ja. But they need to know what's happening here. Was befindet sich auf diesem Modul? What isn't on it is the real question. I've gathered meeting minutes, internal messages, sustainability reports, and more, all exposing the corruption and mismanagement plaguing Halcyon. Once the rest of the Earth Directorate sees it, they'll have to send help. But they wouldn't get here for... I don't even know. Shouldn't we do something our own selves?
It's worth a try, but the Earth Directorate still needs that message. We must hope for their intervention. Okay, ja. Wie lange wird das dauern? Depending on the nature of their response, months at least, perhaps years. Organizing and sending personnel all the way out here is no mean feat. Ja. Wenn es funktioniert, wird es das wert gewesen sein. Perhaps there is hope after all. And now I entrust it to you. Good luck, and trust no one in the Acropolis District. Darf ich mich hier noch umgucken? Da geht's nach Byzantium, hier geht's nach Offenen. Hier hat jemand Spaß beim Spielen gehabt und das kann ich stehlen. Und der ist wirklich Dissident. Aber hübsche Einrichtung. Was will ich hier auch liegen haben? Ich glaube, ich werde mir auch noch mal ein paar Staubfänger holen, die richtig gut sind. Oder selber welche machen. Mit einem schönen, was weiß ich, Schnitzen oder so. Oh, eine Küche. Stehlen, stehlen, stehlen. Wir stehlen hier nichts. Der Typ ist sympathisch, den würde ich wählen. Auch als amerikanischen Präsidenten. Ich habe es jetzt gesagt, so. Naja. Immer noch besser als die Sturmfrisur.